Claudia und ihre kleine Großfamilie, sage ich jetzt einfach mal. Du hast 3 Kinder und einen Mann dabei. Genau. Wie geht's dir damit? Ja gut, ich glaube, Organisation ist alles. Und wenn dann jeder ein bisschen mitarbeitet, sogar die Kurze, und dann klappt das auch. Also ich muss sagen, du wirkst tiefenentspannt. Also das muss ich wirklich sagen. Unglaublich. Also wenn ich hier mir überlege, was man beim Camping ja alles selber machen muss. Es ist ja nicht, ich gebe alles ab und... Nee, auf keinen Fall. Nee. Ist es denn fast sogar mehr Arbeit als zu Hause? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, es ist halt begrenzt und im kleinen Bereich. Also es fängt ja morgens beim Frühstück an und da wir ja doch zu 15, dann überlegt man manchmal, nimmt man jetzt vielleicht doch schnell die Pappteller oder spült man dann nachher noch. Also man kann ja doch schon ein bisschen abwägen. Aber ja, es hat irgendwie jeder was. Der eine bringt dann Müll weg, der andere spült schnell, die nächste macht dann mal schnell Ordnung drin. Und wie gesagt, wenn sich jeder so ein bisschen dran hält und seine klitzekleinen Sachen macht, dann geht's ja. Ja, und das heißt, ja, ist es denn manchmal wirklich... Nee, Moment, ich muss nochmal neu anfangen. Ist es denn so, ihr helft alle mit? Das ist dein Geheimrezept quasi? Ja, ich denke schon. Also wenn wir 5 Personen sind, das ist zu Hause genauso. Hier muss jeder ein bisschen was machen. Wenn man berufstätig ist und die Kids zu Hause, Schule, Kindergarten etc. und ja, muss ein bisschen jeder mitarbeiten, dann klappt das auch. Okay. Ja. Stellt euch doch gerade mal vor, magst du mir mal deinen Namen sagen? Emma. Emma, wie heißt du? Paul. Und? Lena. So, ihr beiden seid Zwillinge, richtig? Okay, und macht euch das was aus, dass die Mama sagt, jeder muss mit anpacken? Eigentlich nicht. Ihr wurdet so erzogen, oder? Ja. Also das heißt, ist halt so. Ja. Gut. Und daheim packt ihr auch mit an, oder? Ja, manchmal schon. Wie sieht's aus? Ja, wenn die Zeit es zulässt. 8. Klasse Gymnasium ist schon manchmal ein bisschen stramm, das verstehe ich dann auch. Ja. Teenager, 14 Jahre und dann drückt man dann mal 2 Augen zu. Ja. Aber ja, manchmal klappt es und manchmal mache ich es dann. Also die Mama ist nicht ultra streng, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist cool, oder? Wenn die dann auch versteht, wenn man mal so keinen Bock hat oder mal faul sein will. Ja, schon. Ja. Kann ich auch verstehen. Okay, ich glaube, ihr seid entlassen. Ich glaube, die Mama macht mit uns weiter, weil ich denke, ihr seid da, denkt so, weiß ich nicht, was ich jetzt groß dazu sagen soll. Ist auch gar kein Problem. Wir haben euch ja total überfallen. Wir wollen uns mal euer Wohnmobil auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen. Ja. Gehst du mal mit mir außen rum? Ja. Sehr gut. Du darfst auch gerne mitkommen, Emma, genau. Ja, danke euch. So, ihr habt jetzt auch schon hier alles zugemacht, damit es nicht zu heiß wird, oder? Genau, damit es nicht so heiß wird. Und für die Kleine ist das hier vorne der Schlafbereich. Die hat quasi ihr eigenes Zimmer, wenn ihr nachher mal reingucken wollt. Oh ja, sehr gerne. Weil da hat ja jeder seinen Platz. Oben schlafen die Zwillinge noch, solange das funktioniert und die sich nicht in die Quere kommen. Und wir haben halt hinten unser Reich. Wie ist es denn so mit Privatsphäre dann einfach? Ist es ein Problem, weil ich glaube, gerade Teenies, die sind dann schon so, oh, ich will nichts von meinen Eltern wissen, ich will meine Ruhe. Ja, doch schon. Ich sag mal, wenn es so Wochenende sind und nicht länger über eine Woche hinaus, weil die haben ein Zelt und schlafen tatsächlich, wenn wir in den Sommerurlaub fahren, in ihrem Zelt. Das ist ein 3-Mann-Zelt, wo sie aufbauen, ihr eigenes Reich haben mit Matratze, schön geteilt, ihre Sachen. Klar, Toilette waschen können sie hier, aber am Campingplatz, da hat man ja auch alles drumrum. Dann haben die ihr Reich, wir ihr Reich und die Emma vorne. Okay. Ja. Und kriegen die beiden sich dann auch schon mal in die Haare, die beiden Zwillinge? Natürlich. Das bleibt halt nicht aus. Ja, dann wird es anstrengend, oder? Genau. Und vor allem im Urlaub, irgendwann wird es dann langweilig, wenn man dann nicht genau weiß, was man machen soll. Geht man jetzt zum Strand? Nee, ich muss noch dies und jenes machen. Ja, das ist halt wie zu Hause halt auch. Ja. Wie sieht dann so euer Alltag aus? Also im Urlaub meine ich. Sagt ihr dann, okay, frühstücken um die Uhrzeit oder was weiß ich? Nee, da wird eigentlich die Uhr quasi so ein bisschen abgelegt. Das ist mir dann ganz wichtig, wenn man jeden Tag auf die Zeit gehen muss, von morgens an. Und dann leben wir eigentlich so, wie es für sie passt, in den Tag rein. Wir frühstücken morgens, wir fahren mit dem Rad, wir fahren, wenn wir dann in Urlaub sind, nach hier und da in die Buchten. Wir essen, wir trinken, wann wir wollen, wie sie Hunger hat und wie sie möchte. Ja. Dass es für sie halt einfach passt, weil sie die Kleinste einfach ist. Genau. Ja, verstehe ich. Ja. Aber gibt es dann auch schon mal Stress, dass die anderen sagen, Mama, haben wir jetzt keinen Bock drauf, mach das doch alleine, wir bleiben hier, sowas? So weit waren wir eigentlich so noch nicht. Also die waren immer noch mit am Start dabei auf die Fahrräder und dann ging es los. Ja, das ist doch toll. Solange ich war immer noch im Fahrradanhänger unterwegs, aber jetzt ist es ein bisschen schwerer geworden. Jetzt muss man den verkaufen, jetzt müssen wir gucken, wie es im Sommer läuft. Ne? Ja, aber ansonsten sind sie immer noch mit dabei, ja.
Und wenn es dann doch mal so ist, die einen wollen das, die anderen wollen das, findet ihr dann irgendeine Einigung? Ja, doch schon. Also wenn ich so letzten Urlaub blicke, zum Strand war es nicht weit, dann sind sie doch schon mal alleine los. Also ich denke in dem Alter, sagt mir, wo ihr hingeht, wo ihr seid, wir kommen dann eine Stunde später und so, das geht dann schon. Ja, das machen sie auch. Was denkst du, wie wird es jetzt so in Zukunft, wenn die älter werden? Hast du dann mehr ihren Kopf haben oder was erhoffst du dir denn? Ich weiß nicht, wie es kommt, wenn ich so zurückblicke. Ich bin dann gar nicht mehr mitgefahren, ich war dann zu Hause und wer weiß, wie es kommt. Ob die dann irgendwann sagen, wir möchten nicht mehr, bleiben dann lieber daheim, machen dann so unser Ding. Ja. Und was würdest du dir wünschen, dass sie noch mitfahren, bis sie 18 sind? Wenn sie möchten, nehme ich sie auch immer gerne wieder mit. Okay, ja. Das ist doch schön. Ja, also die wirken auf jeden Fall so, als wären sie auch gern dabei. Und jetzt muss natürlich mal ganz kurz geflüstert werden. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein Stück zur Seite und schauen uns mal das Wohnmobil an. Also wir haben hier eine Truma-Heizung auf jeden Fall. Ich schätze mal, dass hier auch ein Gastank mit dabei ist, dass man eben kochen kann. Und wir haben eine Heckgarage. Ich schaue gerade mal, ob die offen ist. Nee, okay, doch nicht? Nee, die ist nicht offen. Ah, doch. Nee, egal. Ach, ist offen? Okay. Genau, was verstaut ihr da denn so? Das ist die Garage. Mein Mann sein Reich. Okay. Der hat alles sehr geordnet. Wir haben, da wir ja 5 Personen sind, viele Schuhe. Da sind Schuhtaschen drin, da sind Boxen drin mit Spielsachen für Strand etc. Tralala. Stühle sind, Grill kommt rein. Ja, also das ist alles, irgendwie hat alles seinen Platz. Ihr habt ja auch gesagt, ihr macht viel Fahrradtouren. Kommen da dann die Fahrräder auch rein? Dann haben wir einen Anhänger dabei. Dann ja, für 4 Räder wird es ein bisschen eng, ne? Ja, also wenn wir 3 Wochen weg sind oder 3,5 und dann muss man schon einen Hänger mitnehmen, da braucht man mehr Platz, ja. Aber ich sehe, ihr seid extremst organisiert auch. Ich glaube, das muss man auch, oder dass man sein Zeug findet? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann ist mein Mann der Nächste, wo hast du dies und jenes und er weiß dann genau, wo alles ist, ja. Also das stelle ich mir auch als eine sehr große Herausforderung vor. War das von Anfang an, dass ihr da so einen Durchblick hattet oder war das chaotisch am Anfang? Also wie gesagt, Organisation ist alles. Man muss halt wirklich wissen, wie man was wohin packt und jeder nimmt ein paar Schuhe mit, dann sind 5 Schuhe schon drin und jeder hat dann noch ein zweites Paar und ein drittes Paar und das nimmt halt irgendwann Überhand und dann muss man halt schon ein bisschen gucken, dass hier und da Organisation organisiert wird quasi in Boxen, Kisten, Deckel, tralala. Ja. Hast du beim Camping irgendwas, oder bestimmt hast du irgendwas fürs Leben gelernt, aber was hast du denn fürs Leben gelernt so beim Camping? Ja, dass man auch leben kann auf kleinem Raum, dass man eigentlich nicht alles braucht. Also man kann sich auch auf gewisse Dinge begrenzen und es fehlt eigentlich an nichts, was man so zu Hause hat und denkt, oh wunderbar, aber wenn man dann campt, ja gut, ich sag mal so, es wird ja alles modernisiert, es wird alles früher hat man so nicht wirklich viel gehabt, jetzt hat man ja schon einen Backofen drin und das ist ja dann schon das Highlight, dass wenn man irgendwo steht und sagt, okay, ich backe jetzt einfach Brötchen auf, aber ja, man braucht nicht viel. Hast du toll gesagt, finde ich. Jetzt würde ich mir ganz gern mal auch das kleine Zuhause von euch von innen anschauen, wenn du magst. Emma, willst du mal zeigen, wo du schläfst? Ja, zeig uns das doch mal, genau. Und dein Fahrrad hast du auch dabei? Ja. Sehr gut. Das ist wichtig, ne? Dass man auch irgendwo hinkommt. So, du darfst mal vorgehen, Emma. Räumt ihr noch auf? Das kennen wir irgendwo her. So, Emma, zeig mal, wo du schläfst. Aber warte noch ganz kurz, die Can muss mit der Kamera noch hinterher. Aha, da hast du deine Höhle. Das ist ja cool. Und magst du mir mal deine Kuscheltiere zeigen, die heute dabei sind? Hol die mal raus. Oder schlafen die noch? Mamas Bett. Die sind in Mamas Bett. Dann zeig uns doch auch mal das Bett. Ja, das ist hinten, gell? Gut. Schauen wir mal. Oh, okay. Kommst du da gar nicht hoch, oder? Nein, da war eine Leiter. Guck mal, da können wir die doch mal kurz runterholen. Achtung. Weißt du, wie das geht? Ja. Dann mach du das mal. Ich habe das noch gar nicht gemacht, nämlich. Aha, okay. Das muss hoch, gell? Also da ist eine Leiter zum Einhängen schon. Siehst du das? Ich glaube schon, ne? So. Es muss aber auch gut stabil sein, gell? Dass du nicht runterfällst. So. Warte, die ist noch nicht gerade jetzt. Jetzt kannst du mal hoch. Also, sie zeigt uns jetzt mal das Kuscheltier. Wie heißt das Kuscheltier? Der Hase heißt Schnuffel und das Schwein heißt nur Schwein. Nur Schwein, okay. Wollte das keinen Namen haben? Okay. Zeigst du uns das mal?
Darfst du da auch manchmal mit Mama schlafen? Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ich würde auch immer mal wieder wechseln, wenn ich beide Betten zur Auswahl hätte. Okay, also das ist Schwein und das ist Schnuffi, ne? Schnuffi, okay. Das ist Schnuffi, süß. Den hast du bestimmt schon lange, oder? Ja. Magst du die auch ganz gerne und die verstehen sich auch gut, oder? Ja. Ja, gut. So, die Mama darf uns jetzt auch noch mal ihre Küche kurz erklären. Kochst du denn hier drin? Eigentlich so wenig wie möglich. Ich glaube, das ist so ein bisschen wetterabhängig, weil wir ja einen Gasgrill draußen haben. Und ja, man macht es einfach so, wie es passt. Klar kann man hier kochen, Gas ist drin und spüle halt alles, was man so braucht. Aber wenn es geht, koche ich auch gerne draußen. Ja. Also das haben wir jetzt schon oft gehört. Man hat eben den Geruch nicht hier drin, man hat mehr Platz draußen. Man will ja eigentlich auch hauptsächlich draußen sein, oder? Wenn's Ja, genau, ja, was man eigentlich zu Hause so seltener macht. Und das nutzt man halt dann einfach beim Camping und dann kochen wir draußen, ja. Ist es für euch auch so dieses nah an der Natur sein? Ja, auf jeden Fall. Weil durch Arbeit und so der Alltag, man hat halt wirklich begrenzt Zeit und das nutzt man halt einfach in den Wochenenden oder Wochen, und die man Urlaub macht, einfach draußen zu sein, ja, das stimmt. Ja. Macht ihr denn auch noch normalen Urlaub oder gibt es eigentlich nur noch Camping für euch? Also heißt normalen Urlaub, Hotelurlaub. Ja, campen. Ja, genau. Also das ist auch deine Leidenschaft, oder? Ja, doch schon. Und seitdem die Kids da sind, also wir haben auch Flugurlaube gemacht vor den Kids, aber ja, wie halt durch Corona, es ist halt alles so preislich in die Höhe geschossen, und da man halt 3 Kids hat und 2 Erwachsene und dann in den Sommerferien Urlaub machen muss, haben wir uns für Campen entschieden, ja. Okay. Aber es ist ja jetzt auch nicht mehr so erschwinglich, wie es mal war, oder? Das Camping? Nee, das ist eigentlich auch sehr geboomt, und wenn man dann sieht, wo man dann sich niederlässt auf manchen Campingplätzen, also man muss dann auch schon ein bisschen auswählen und vergleichen und gucken, was braucht man, und wir suchen uns eigentlich immer was Kleines, Feines raus. Wir brauchen keinen Kids-Club, wir brauchen keine Party jeden Abend, also wir wollen es eher gemütlich und gelassen, und das sind dann eher die kleinen, feinen Plätze, die wir raussuchen. Was kannst du da so empfehlen? Wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Kroatien mal wieder, gegenüber von Zadar. Da sind wir mit der Fähre gefahren. Das ist auch ein ganz kleiner, wunderschöner Platz in einer Bucht drin. Und ja, da gehen halt nur eine Handvoll Stellplätze hin. Und dann, Keinen Namen dann. ja, jetzt fällt mir auch gerade nicht ein, war jetzt das erste Mal. Und das ist eine kleine Insel. Man kann mit den Fahrrädern in die Buchten fahren, und das ist eigentlich Urlaub. Ja. Dass man dann erkunden kann und einfach was Schönes halt macht, sein Picknick auspackt und schwimmen geht, ja. Aber was hat sich denn jetzt preislich vor allem verändert in den letzten Jahren beim Camping? Weil hat ja immer so den Ruf, ja billig und mit der Familie kostet nicht viel und so, aber es ist nicht mehr so, oder? Nee, es ist nicht mehr so. Es sind halt die Plätze, klar, wie gesagt, wenn man das wirklich braucht, dass man mit den Kids irgendwie Kids-Club und so, das halt schon. Und ja gut, die Spritpreise sind natürlich in die Höhe gegangen, und Lebensmittel, also das ist halt überall. Wenn man für 5 Personen einkauft, man guckt halt immer, dass man alles dabei hat an Getränken, an Essen. Ja, das kommt halt auch ganz schön zusammen, ne? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann kommt ja noch das Reisemobil dazu. Wie war das bei euch? Ist es jetzt schon ein älteres Modell? Wie lange habt ihr das? Das haben wir jetzt 3 Jahre. Wir haben uns dann für ein Gebrauchtes entschieden, weil mein Mann auch gerne immer noch hier und da was nachrüstet. Und man muss halt gucken, dass es preislich einfach ein bisschen bodenständig ist. Also ja, und es muss einem gefallen, und man muss sich halt wohl drin fühlen. Das ist halt Und das ist der Fall und es hat auch in den Geldbeutel gepasst? ja, genau. Okay. Ja. Das heißt, du liebst das Wohnmobil so, wie es ist? Oder Auf jeden Fall, ja. gibt es was du verändern würdest? Ja, Preis keine Rolle spielt? ja, das Bad war vorher so ein bisschen aufgeteilt. Ihr könnt ja mal reingucken. Ist halt so ein Raumbad jetzt, aber das, sage ich jetzt mal, sind so die Kleinigkeiten. Also man hat alles, was man braucht, aber ist halt so alles in einem. Vorher hat man so ein bisschen getrennt. Das ist halt natürlich ganz toll. Aber, ja, Aber es reicht vom Platz. auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe euch jetzt schon so als Familie so kennengelernt, oder ich schätze euch so ein, dass ihr sehr, sehr genügsam seid eigentlich und dass ihr gar nicht so die großen Ansprüche stellt, oder? Nee, eigentlich nicht. Naja, wie gesagt, man hat ja doch schon Luxus als früher mit Kühlschrank, mit Backofen und Gasgrill etc. Also man hat ja alles dabei, was man braucht. Und Essen kann man immer irgendwie zaubern. Ja, das ist doch eine gute Einstellung auf jeden Fall. Lernt ihr denn auch Familien kennen, also nehme ich mal an, dass ihr auch Familien kennenlernt, bei denen es vielleicht nicht ganz so reibungslos läuft, die sagen, oh, ist zu eng, wir werden uns nicht einig. Ja, ich glaube, das sind dann die sich dann nochmal umentscheiden, verkaufen und
Frauen dann doch lieber einen Flugurlaub buchen und sagen, ich gehe dann lieber ins Hotel und lass mich verwöhnen. Aber wenn wir dann im Urlaub sind, dann nutzen wir dann auch mal die Gelegenheit und gehen einfach auch mal essen. Was wir eigentlich zu Hause nie machen, weil es einfach nicht dazu kommt, weil man halt sein Treiben hat und so. Ich brauche das nicht, aber im Urlaub machen wir das dann, ja. Es schweißt, glaube ich, auch die Familie nochmal zusammen, oder? Man verbringt noch mehr Zeit als in einem Hotelurlaub. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil man da halt diese Anlage und alles nicht hat. Man ist halt hier so um sich und geht dann an den Strand und wir haben diese Stand-Up-Paddles, wir gehen dann alle drauf und dann paddeln wir und also es macht ja doch Spaß und mit der Family dann zusammen. Also nutzen die Kinder auch und die mögen das auch auf jeden Fall, ja. Welche Voraussetzungen, würdest du sagen, braucht man als Familie, um Campingurlaub zu machen? Also wenn jetzt jemand sagt, wir machen das bisher noch nicht, aber klingt eigentlich ganz gut, was muss man welche Einschränkungen muss man vielleicht machen oder was sind so wirklich Voraussetzungen, damit es funktioniert als Familie? Mit dem Miteinander oder? Genau, man muss gut miteinander auskommen, wenn alle dann zu Hause sind. Und also ich sag's nochmal, Organisation ist wirklich alles. Also allein schon für die Mama. Ja. Und wenn dann jeder einfach so ein bisschen mithilft, was zu Hause vielleicht dann die Mama immer macht, aber das passiert im Urlaub dann, dass sie schon sagt, ich bringe den Müll weg. Wo ich immer denke, ja, juhu. Und dann gehen sie zusammen. Also das gehört halt einfach dazu. Also das klingt eigentlich nach einer perfekten Campingfamilie, also so wie man sich's wünscht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen anderen auch so gut klappt. Aber Voraussetzungen, ihr müsst euch gut verstehen. Ich glaube, mit Streithähnen wird es schon schwierig. Ja. Allerdings kann es natürlich auch manchmal zusammenschweißen, oder? Ja, wenn man 3 Wochen unterwegs ist, dann rappelt es vielleicht auch hier und da mal. Aber freut sich jeder immer auf den Sommerurlaub. Endlich können wir fahren. Ja, juhu. Und dann geht's los und jeder packt sein Zeug ein. Ja. Gibt es bei euch denn gar keinen Streit? Ja doch, wenn man halt so 3 Wochen unterwegs ist, dann irgendwann merkt man, boah, jetzt ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen, dann gehe ich dann schon mal allein morgens, wenn die noch nicht so fit sind. Ja, nutzt halt jeder so ein bisschen dann mal seine Gelegenheit, ja, aber wir sind eigentlich alle gern zusammen. Das ist schön. Ja. Und aber es gibt jetzt nicht spezielle Punkte, über die ihr euch immer streitet. Also es gibt immer Streit wegen Spülen oder irgendwas. Ja, halt so die üblichen Sachen halt, ja. Was sind die üblichen Sachen? Wenn ich sage, jetzt seid ihr mal dran, dann haben die Kids vielleicht mal keine Lust, ne? Und dann gehen so die Streitpunkte los. Okay. Ja, aber eigentlich können wir uns alle arrangieren, ja. Okay. Ja, das vielleicht mal kurz noch deinen Kleiderschrank zeigen. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Was magst du gern für Farben? Mädchenfarben. Mädchenfarben? Was sind Mädchenfarben? Rot und Türkis. Und rosa. Und rosa und pink, alles. Okay, dann zeig uns doch mal, wo der ist. Du kennst dich ja hier viel, viel besser aus als wir. Aha, okay. Oh, sogar mit Lichtschalter. Sehr schön. Und da hast du dann auch noch so ein paar Bücher dabei und Spielsachen? Oh, guck mal, die Badeschuhe, die finde ich ja toll. Oh, da komme ich gar nicht dran. So, die hier, ne? Die sind praktisch, oder? Wenn man mal ins Meer will, dann tun die Füße nicht so weh, oder? Oh. Melonen sind drauf. Okay, also das sind die Mädchenfarben, die du gesagt hast, oder? Ja. Okay. Und was hast du? Hast du ein paar Jacken und sowas dabei? Ja. Und was hast du viel dabei? Ich hab Kleider? Viel dabei. Viel? Ja. Was ist das? Was hast du dabei? Kleider? Ja, Kleider und Kleidchen und Westen. Westen? Aha, okay. Also ich muss sagen, mein Kleiderschrank zu Hause ist nicht so aufgeräumt wie deiner. Das finde ich schon echt beeindruckend. Aber in der perfekten Höhe, ne? ja, also nicht schlecht auf jeden Fall. Aber da du da ja auch einen Lichtschalter drin hast, siehst du ja auch alles ganz gut, ne? Mhm. Das ist cool. Also ich wünschte, mein Kleiderschrank würde auch so gut aussehen. Leider tut das nicht. Aber den filmen wir auch Gott sei Dank nicht. Also die Emma, sorry, nicht Mia. Die Emma wusste anscheinend, dass wir vorbeikommen, hat extra nochmal den Kleiderschrank aufgeräumt. Finde ich toll, auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du uns so ein ausführliches Interview gegeben hast und wir mal einen Einblick in euren Campingalltag haben durften. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.